Ja, hallo. Nach einer längeren Pause melden wir uns wieder zurück. Nach einigen Überlegungen und Abwägungen haben wir uns entschieden, nach Australien zu ver aus nach einigen Überlegungen und Abwägungen haben wir uns dazu entschieden, Asien zu verlassen. Wir sind nach Australien geflogen, genauer gesagt nach Perth. In Perth haben uns Marianne und David von Warm Showers vom Flughafen abgeholt. Dort durften wir 2 Nächte bleiben, uns akklimatisieren, unsere Fahrräder zusammenbauen, schrauben und was sonst noch so zu erledigen war. Die beiden haben uns sehr herzlich aufgenommen, war sehr schön. Die beiden haben uns dann auch auf die Idee gebracht, den Mandabiddi Trail zu fahren. Eine, ich sag mal, Offroad-Strecke von Perth nach Albany über 1000 Kilometer. Das wollten wir dann angehen. Allgemein haben wir vor, in den Osten Australiens zu fahren, nach Melbourne oder Sydney. Das ist noch nicht ganz klar. In unregelmäßigen Abständen werden wir nun wieder Videos veröffentlichen und nehmen euch gerne wieder mit auf unsere Reise. So, unser erster Stopp. Wir sind gerade mal 10 Kilometer gefahren und Benjamin wollte gerne neue Reifen haben, weil die aus Sri Lanka dann doch nicht so praktikabel waren. Wir waren erfolgreich. Neue Bremsen gab es auch noch dazu. Wissen wir jetzt, wie man die austauscht, ne? Hast ja geguckt, ne? Mit Argusaugen. So, dann kann es ja losgehen. Ja, wir sind am Beginn des Trails. Des Mandabiddi Trails. Ganz genau. Sind es bis hierher etwa knappe 20 Kilometer gefahren, um zum Anfang zu kommen. Dieses Zeichen hier wird uns jetzt eine Weile begleiten. Wie weit, wissen wir noch nicht. Theoretisch geht er 1000 Kilometer lang, zu einer Stadt, die man auch in 500 Kilometern erreichen könnte. Wir schauen mal, jedenfalls sind wir froh, dass wir jetzt hier angekommen sind. In etwa 10 Kilometer, 7 Ja. Kilometern etwa, gibt es wohl dann auch eine Übernachtungsmöglichkeit, Campingplatz, müssen wir uns angucken, wissen wir nicht genau. Wir sind total kaputt, namentlich ich bin total K.O., physisch und psychisch. Wir haben auf jeden Fall jetzt gerade noch Essen eingekauft für 3 Tage. Versorgungslage ist dünn, aber ja, freue mich. Damit beginnt unser Australien-Abenteuer, ein historischer Tag. Der 5. Ja. Der 5. Dezember 2024. With Dad riding down that tree-lined lane, I want that pedal feel. Just give me that rustic charm. Zeltaufbau. Klappe die erste in Australien. Lange ist her. Wir freuen uns sehr. Wird schön kalt heute Nacht. Kann man sich mal da richtig schön einmuckeln. Er kann es noch. Ja. Wie oft habe ich das bisher gemacht? 150 Mal, schätze ich mal. Stimmt. Das ist wie Fahrradfahren oder Schwimmen, das verlernt man nicht. Ja, super. Also mit Überzeit? Ja. Okay. Oder erst später? Kann man auch erst später machen. Guten Morgen. Unsere erste Übernachtung im Zelt seit knapp 2 Monaten. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, wieder mal im Zelt zu schlafen. Und unsere erste Zeltübernachtung in Australien. Wir sind hier im Perth Hills Discovery Center.
Das ist so eine Art Lehrwald, wo eigentlich während der Woche, unter der Woche Schulgruppen, Kinder herkommen und was über die Natur hier erfahren. Wir lassen es heute ganz gemütlich angehen, werden heute lediglich etwa 40 Kilometer weiter auf dem Trail fahren. Katja ist eben noch duschen. Ich werde jetzt das Frühstück vorbereiten und dann werden wir ganz gemütlich so in knapp 2 Stunden oder so dann aufbrechen, Zelt abbauen und so weiter, was immer so ansteht. Tag 2 auf dem Mandabidi Trail, Entschuldigung. Die Konditionen der Straße werden auf jeden Fall schlechter, abenteuerlicher. Jetzt kommt wohl auch ein Anstieg. Bis zur nächsten Stadt sind es ungefähr 20 Kilometer und bis zum Schlafplatz, bis zum Shelter sind es noch über 30 Kilometer. Also da braucht man dann auch tatsächlich wohl einen ganzen Tag für, denke ich mal. Ja, abenteuerlich. Jetzt sind wir hier richtig schon weit weg von der Zivilisation. I want that pedal feel. Give me that rustic charm. Rustic charm. I want that feel. Wind whispers secrets through the blooming bough. Passing colors of nature's hallowed vow. Give me that road so real. Chasing horizons on 2 spinning wheels. I want that pedal feel. That's running low in the grace of the countryside's zealous appeal. So, etwa 2 Stunden später. Wir sind jetzt heute knapp 13 Kilometer gefahren und es fühlt sich schon an wie, keine Ahnung, 50. Es ist sehr anstrengend, gar nicht so sehr heiß, aber jetzt ein paar Mal die Strecke verloren. Das ist immer sehr mühsam, weil man dann auf einem teilweise parallel verlaufenden Wanderweg sich befindet, der dann noch schwieriger zu befahren ist. Es ist der 8. Dezember. Wir sind noch auf diesem, wie nennt man das hier? Hut. Oh, Hut heißt ja Hütte, ne? Ja, Hütte, Shelter. Ja. Okay, jedenfalls bei diesem Platz haben jetzt hier gestern uns ausgeruht, wollten uns ausruhen, waren sehr viele Fliegen da, war nicht ganz so prickelnd. Aber jedenfalls fühlen wir uns körperlich erholt. Werden jetzt dann losfahren. Unser Plan ist jetzt, den Trail erstmal zu verlassen. Das ist mit unseren Fahrrädern und dem Gewicht und dem vielen Gepäck, das wir haben, für uns nicht so angebracht. Wir werden dann mal schauen, wenn wir wieder Internetzugang haben, wie es weitergeht, wie wir weiterfahren. Himmelsrichtung ist auf jeden Fall Süd-Südost. Werden wir also mal sehen. Jetzt tragen wir uns noch ins Gästebuch ein und dann fahren wir. Und wir sind draußen. Sonntags in Perth, in Perth. Lauf, Junge, lauf! Hat er gut gemacht, ne? Ja, wir lassen uns jetzt mal schmecken. Wir waren bei Aldi.
uns bei Aldi eingekauft. Schlepp den Rucksack und 4 Tüten ohne Tasche nach Haus. Das war für mich, da habe ich gerne geschnauft. Zu Hause habe ich mir erst mal ein Bier aufgemacht. Seitdem hat er es noch aufgezischt. Nee, Bier haben wir keins gekauft, aber dafür Brie. Das fängt auch mit B an. Brie und Salami und Tomaten und für mich eine Avocado. Ja. Und eigentlich recht gutes Brot, glaube ich. Glauben wir. Ja, schön. Schön. Schöner Mann. Da. Cast your sail with hope's bright beam, but don't get lost in that power stream before the gold and the glory come to be. Keep your heart anchored in humanity, like a storm on the calm. It's a tricky sea, climbing high, yet some fall before they're free. Chase the throne, but remember humility. If you lose your way or your integrity, remember we stand on roots of history. Follow go, sit down down low. Hold that present. Es gibt sehr viele Fliegen, deswegen haben wir diese Fliegennetzchen auf dem Kopf. Also hier ist jedenfalls... Boah, wir sind so K.O., dass wir eigentlich gar keine Kraft mehr haben, aber essen müssen wir natürlich trotzdem. Sehr schön gemacht. Was hier aufgeht, auch an anderen Stellen sind diese Grillplatten, sag ich mal. Oh, schön. Achso, und 30 Dollar haben wir bezahlt, also so etwa 20 Euro. Ganz grob. Like a bird in flight, aim for the sky. But don't forget you gotta rise. Wise balanced dreams with a humble eye. Too much shine can blind the sight, my friend. Ambition, it's a tricky tide. Lift you up, take you for a wild ride. But when you Morgen, unsere erste offizielle Wildcampingnacht in Australien, hat ganz gut funktioniert. Wir waren hier in diesem Park und haben einigermaßen gut geschlafen. Leider haben wir ganz viele Ameisen in der Tasche, weil wir hier so im Ameisenhaufen geschlafen haben. Aber irgendwas ist ja immer. Ja, jedenfalls sind wir jetzt guter Dinge, dass das hier funktioniert. Wurden auch nicht angesprochen und sind bereit und gewillt, nichts fürs Camping zu bezahlen in Zukunft. Hallo aus Donnybrook. Jetzt hier leider mussten wir noch wieder auf einen Campingplatz oder so ein Transitplatz ist das. Weil im Park, in dem wir eigentlich übernachten wollten, steht No Camping. Ja, naja, das ist gar nicht so das Problem, ist recht günstig. Jetzt gerade noch mal viel geredet, wie wir das jetzt alles machen, weil es jetzt wieder so heiß wird oder beziehungsweise mit den Leuten, mit denen wir jetzt bis jetzt gesprochen haben. Die haben alle, ja, oh Gott, heiß, und den Nullarbor fahren und
verunsichert uns dann natürlich immer wieder. Und jetzt wägen wir nochmal ab, was man machen könnte. Und Tasmanien wäre schön, da schön kühl zum Beispiel. Aber da kommt man dann von Albany nicht hin, beziehungsweise ist super teuer. Von Melbourne kosten die Flüge dann nur 30 €. Aber dann würden wir das ja wieder überspringen. Oder ob wir zurück nach Perth fahren. Oder ja, ist auf jeden Fall noch wieder ein Prozess. Und wieder natürlich sehr, sehr schade. Weil jetzt sind wir hier, wann kommst du nochmal nach Australien? Ne? Das ist natürlich. Ja, das sind so unsere Gedanken im Moment. Jetzt gibt es erstmal Nudeln mit Pesto und Thunfisch. Wir sind in Donnybrook. Es ist der 13.12. Ja. Es gibt hier sowas wie einen Weihnachtsmarkt. Das wollen wir uns natürlich angucken, nicht entgehen lassen. Ja, schauen wir mal, ob es Christstollen gibt und Würstchen, Glühwein. Ja, wir sind gespannt. Schaut man sich an. Okay. Ja, es sieht auf jeden Fall vom Äußeren her schon mal ein bisschen anders aus, als wenn bei uns Weihnachtsmarkt ist. Da blühen keine Rosen. Aber schön, riechen auch voll gut. Ja, voll. Ja. Where's the Glühwein? Da spielt eine Band auf. Okay, aber so einen Stand könnte es bei uns auch geben, Ja. denke ich mal. Ja, und so mit so Schmuckzeug auch. Ja. Ja, kannst du einen Skorpion kaufen. Ja, Weihnachtsdeko gibt es auch. Da oben ist eine Lichterkette aufgehängt. Schön. Ja, das war der Weihnachtsmarkt. Haben wir ein Fazit? Bisschen anders als bei uns, ne? Ja. Also Nicht schlechter, nicht schlecht. nicht schlechter, aber ganz anders. Ja, also es ist eher so Flohmarkt. Gut, bei uns gibt es ja auch immer einen Haufen Zeug, ne? Aber Ja. naja, die Stimmung fehlt einfach, es ist einfach zu warm auch. Ja, der Glühwein fehlt und Ja. ja, die Hütten und so, das ist schon. Ja, Aber sonst ist es toll. Live-Musik, es gibt Essen, kannst du TINF kaufen, Weihnachtskarten kannst du noch kaufen. Geschenke auf den letzten Drücker, oder ja, vorletzten Drücker. Ah, schon okay. Ja. Haben wir es auch gesehen. Ja. So, schlechte Stimmung am Morgen. Heute ist der 14. Dezember 2024. Ja, wir sind wieder auf dem Mandabiddi Trail. Ich glaube, das war auch wieder der letzte Tag. Eine ernsthafte Krise heute. Wie lange die sich die hinzieht. Ja, ein Wort gibt das andere. Das heißt, da ist kein Weg raus im Moment. Das heißt, es muss sich irgendwie durchquälen, nochmal 18 Kilometer bis zur Hütte. Ja, und dann glaube ich, geben wir das auch auf mit dem Trail. Das ist immer alles so schlimm. Aber ich ist auch nicht, kann gar nicht irgendwie so richtig was dazu sagen. Will ich eigentlich auch gar nicht. Ja, die Stimmung ist etwas besser heute. Ist auch noch nicht so super. Wir werden den Trail dann wohl hinter uns lassen und uns langsam Richtung Albany auf den Straßen fortbewegen. Dann ist ja auch Weihnachten. Wissen wir jetzt auch noch gar nicht, was wir dann machen sollen. Also Unterkünfte kann man sich ja absolut nicht leisten. Die zahlt sich, glaube ich, so Minimum 150 € pro Nacht. Gerade ist ja dann sozusagen die Hochsaison. Ja, mal gucken. Ist jetzt ja auch nicht so, dass wir jetzt ja so feiern, aber irgendwie ist jetzt ja trotzdem, denkt man dann doch an zu Hause und
wie das jetzt wäre mit der Familie dann. Unterm Baum zu hocken, die Kinderchen zu sehen. Ja, naja, schauen wir mal. Das sind jetzt noch etwa, denke ich mal, so 300 Kilometer. Also 5 bis 6 Tage. Dann kommt das ja ganz gut hin. So, Benjamin spielt mit dem Hund. Dass wir das nochmal erleben dürfen. Da ist er, der kleine Racker. Der apportiert gerne. Ja. Das muss ein bisschen aus. Ja? Ja, jedenfalls sind wir hier auf so einer Lavendelfarm. Eigentlich wollten wir nur einen Kaffee trinken. Wie das dann immer so ist, da der Tag ja heute auch ein bisschen zermürbend war. Und um uns wieder ein bisschen zu sammeln, Hast du gut gemacht. verbringen wir eine Nacht hier. Wir haben ein ein Barbecue-Paketchen gekauft für $25, was recht günstig ist. Wir haben dafür 2 Rumpsteaks, 4 Würstchen und 2 Salate bekommen. So gut gegessen haben wir schon ziemlich lange nicht mehr. Also zumindest noch nicht, seit wir in Australien sind. Mal kurz reinschauen. Ja, mit das Wasser im Mund zusammen. Sehr lecker. Ja, haben wir hier unseren Campingkram hingestellt. Mit dem Essmodus dann natürlich. Salätchen, Kartoffelsalat, leider mit Ei und einen bunten Salat. Na dann. Sieht nur noch die Flasche Wein, die wir nicht haben. Ja. Diese Nachbarn haben Sekt rausgeholt vorhin. Habe ich gesehen. Ja. Catch 'em bend, they ride the breeze. Two-wheel motion, they're aiming to please. Leaving their marks on every street. Journey unfolding beneath their feet. Pumping the pedals, they're crossing the town. From dusk till dawn. So, Buschfeuer. Wir wissen nicht, was los ist. Wir sind hier im Nationalpark. Ich komme gerade aus der Dusche. Sieht richtig schlimm aus. Ich mache jetzt mal eben Platz kurz nebenbei. Benjamin ist gerade vorne am Büro. Checkt, was wir machen sollen. Ja, da kommt man nichts ahnend aus der Dusche. Und dann sieht die Welt so aus. Natürlich voller Panik, gleich irgendwie alles gerade zusammengepackt. Benjamin ist nach vorne gefahren zum Büro. Wir sind jetzt hier im Nationalpark. Und hat sich jetzt informiert. Es ist ein geplanter Brand oder eine geplante Abbrennung von Busch. Das wird jetzt noch mal ein bisschen so bleiben, aber für uns besteht jetzt keine Gefahr, also keine Sorge. Ja, aber es ist natürlich heftig, ne? Es ist natürlich jetzt ein Riesenschreck. Gerade wenn man einen Feuerwehrmann als Vater hat, dann ist das natürlich, ist man sehr sensibel. Ja, krass. Ja. Auf jeden Fall kratzt es auch schon ein bisschen im Hals. Aber gut, wir können nichts machen, wir müssen hier bleiben. Wir können uns auf Toilette einschließen. Das ist Ja, gut. wir haben halt auch Pech mit dem Wind. Ja. Mal wenn der Wind andersrum gehen würde, hätten wir es gar nicht mitgekriegt. Das ist einfach Pech. Da. Jetzt sind wir in dem Gebiet, das gestern gebrannt hat. Also geplant gebrannt hat. Mal ganz kurz zeigen. So sieht das dann aus. Stand gerade auch ein Schild dran, dass eben giftige Dämpfe in der Luft sein können, dass man vorsichtig sein soll. Genau deswegen laufe ich jetzt hier durch.
Ja. Every cloud with your heart. Listen up, boy. What won't she do? Listen up, boy. We'll ride their blues. From hills to valleys, they brave the climb. Chains, rust, and wheels always set him right. Stargazing nights on unknown roads. Their compass is faith in life's episode. Spinning their stories on souls. With every turn, the world's more real. What do they hip to? The dusty heat of summer, and still lights. Never looking back, embracing the nights. With every turn of the wheel, they find their way. Rolling through the douse, come what may. Spinning their stories on spokes. With every turn, the world's more. Im Valley of the Giant's Treetop Walk. Ja. The Valley of the Giant's Treetop Walk. Ja. Abgelesen. Ja, das ist jetzt hier so ein Treetop Walk halt, ne? Ja. Im Baum. Wipfel. Gipfel oder Wipfel? Wipfel. Wipfel. Gipfel ist Berg. Oder das ist doch der Gipfel. Ja. Ja, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Hier mit Logo schön und Sitzmöglichkeiten. Ein 400 Jahre alter Eukalyptusbaum. Ein spezieller Eucalyptus jacksoni, Red Tingles. Gibt es nur hier zwischen Walpole und Nornelap. Schon beeindruckend. Ja. Schon bis zu 20 Meter Umfang haben, steht da. Ja. Ja, sehr schön gemacht. Das ist toll, gefällt mir.